Völlig unerwartet reißt ein Schlaganfall Franz aus seinem Alltag. Nach vielen Wochen Pflege und Therapie im Reha-Zentrum ist er froh, endlich wieder zu Hause zu sein. Doch er kann nicht mehr richtig sprechen. Er braucht bei fast allen Tätigkeiten Hilfe. Das belastet nicht nur ihn, sondern auch seine Frau Elsa. Sie stellt ihm mehrere Fragen, bis er erraten kann, was er essen möchte. Sie streicht ihm das Butterbrot, weil er es mit der rechten Hand nicht mehr halten kann. Sie hilft ihm beim Anziehen. Sie schiebt den Rollstuhl mühsam bei der Haustür hinaus, während sie gleichzeitig versucht, die Tür offen zu halten. Der Alltag pflegender Angehöriger ist mit vielen solchen Betreuungs- und Pflegeaktivitäten gefüllt. Gleichzeitig sind sie voller Sorge um ihre nahestehende Person. Oft finden sie kaum Zeit und Energie für sich selbst etwas zu tun. Das kann dazu führen, dass sie keine ausgewogene Balance bei ihren alltäglichen Betätigungen empfinden. Dabei sind pflegende Angehörige wichtige Player im Gesundheitswesen. Oft ist es hauptsächlich ihnen zu verdanken, dass Schlaganfallbetroffene zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung betreut werden und nicht in einer Gesundheitseinrichtung von fremden Personen gepflegt werden müssen. Mein Name ist Larissa Baciu und ich bin als Forscherin Teil der Forschungskollaboration CROP, Collaborative Research on Occupational Balance. Gemeinsam mit dem Unternehmen Duovation in Krems und dem Karolinska-Institut in Schweden erforschen wir die Betätigungsbalance pflegender Angehöriger von Schlaganfallbetroffenen. Doch was ist eigentlich Betätigungsbalance? Mein Name ist Mona Dürr, ich bin die Geschäftsführerin von Duovation, ein kleines Unternehmen in Niederösterreich. Ich beschäftige mich seit über 15 Jahren mit der Betätigungsbalance, das ist die Zufriedenheit mit allem, was man tut, tun möchte, tun muss oder was auch von einem erwartet wird zu tun. Die Betätigung ist die bedeutungsvolle Tätigkeit aus ihrem Alltag. Gerade bei der Pflege von Angehörigen verändert sich das Betätigungsrepertoire von Menschen massiv. Das heißt, nicht nur die eigenen Tätigkeiten werden ausgeführt, sondern sie übernehmen sukzessive Tätigkeiten für die Person, um die sie sich kümmern. Etliche Studien haben belegt, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Gesundheit und der Betätigungsbalance gibt, so auch vom pflegenden Angehörigen. Es gibt bisher aber nur wenig Interventionen, die darauf abzielen, ihre Betätigungsbalance zu fördern oder auch zu erhalten im Falle einer Angehörigenpflege. Wir haben uns zum Ziel gemacht, die Betätigungsbalance pflegender Angehöriger von Schlaganfallbetroffenen in Österreich und Schweden auf individueller, sozialer und politischer Ebene sichtbar zu machen. Wir durchsuchen bestehende Literatur, interviewen pflegende Angehörige selbst und befragen Experten und Expertinnen aus der Wissenschaft und Praxis. Die Antworten auf unsere Fragen ermöglichen es uns in weiterer Folge, komplexe Interventionen zu entwickeln, um eine positiv erlebte Betätigungsbalance von Angehörigen von Schlaganfallbetroffenen zu fördern. Pflegen Sie selbst eine Ihnen nahestehende Person nach einem Schlaganfall? Dann machen Sie mit bei unserem CROP-Projekt. Beantworten Sie Fragen in unserem Online-Fragebogen zu Ihrem Pflegeaufwand, zur Betätigungsbalance und zu gesundheitsrelevanten Themen. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.